Ein Arbeitsplatz im Grünen, weit weg von allem. Die Finanzexpertin Dasha hat sich dafür entschieden. Digitales Arbeiten mitten im Nirgendwo. Zum einen ist es kein Nirgendwo, das ist jetzt mein Zuhause. Ein kleines Dorf in der Rhön. In Sonnerden startet Dasha ein neues Leben. Das hat nicht mehr viel zu tun mit der Großstadt, aus der sie kommt. Naja, da merkt ihr, was bei meinem Arbeitsplatz so wieder so ausschaut. Das hatte ich früher tatsächlich nicht. Also ich saß meistens in meiner Wohnung in Freiburg und in meinen 4 Wänden. Und das ist jetzt ganz anders. Jetzt kann ich mir frei wählen. Ich kann zu Hause arbeiten hier natürlich, aber ich habe auch ein Büro. Aber jetzt so bei so einem guten Wetter, wenn es drin heiß ist, entscheide ich mich oft einfach, rauszugehen und einfach draußen Zeit zu verbringen und in der frischen Luft zu arbeiten. Entschuldigung, jetzt machen wir mal leid. Dasha hat die Entscheidung, aufs Land zu ziehen, nicht allein getroffen. Gemeinsam mit Freunden hat sie dieses verlassene Dorf gekauft. Mitten in der Rhön, dicht am Berg Wachtküppel bei Gersfeld. Die neuen Bewohner sind keine Aussteiger. Sie bringen ihre Start-up-Firmen mit auf den Berg. Bullabü und Zukunftsdorf. Geht das? Wir haben gutes Internet. Da hat die Region sich schon gut bemüht und gekümmert. Manchmal schwankt es ein bisschen, weil wir doch recht viel Verbrauch haben. Also nebenan sitzt ein Tech-Start-up, die wirklich mit ihren Webseiten und eine Menge IT-Ressourcen brauchen. Dann gibt es die Tage, wo wir sozusagen schon auf die Handys ausweichen und die mobilen Daten von da an machen. Wie Dasha haben die meisten auch vorher schon von zu Hause aus gearbeitet. Im Frühjahr 2020 ist die Gruppe befreundeter Familien in die Rhön gekommen. Wir wollten auch einfach was Cooles machen. Und da glaube ich einfach, einige von uns sind einfach Menschen, die gerne Neues starten. Und es gibt ja bestehende Gemeinschaften. Wir hätten natürlich sagen können, ja, es gibt tolle Projekte, wo schon was läuft. Man kommt einfach dazu und wird Teil davon. Aber so dieses Gefühl von mal was Neues, einen neuen Impuls in die Welt zu setzen, das ist schon sehr reizvoll. Mittags wird gemeinsam gekocht. Jeder hat mal Küchendienst in der großen Gemeinschaftsküche. Wer will, kann mitessen. Etwas, das Dasha in der Kleinfamilie gefehlt hat. Ich glaube vor allem, weil wir in der Stadt mitten in dem ganzen Getrübel uns doch sehr einsam gefühlt haben und das Gefühl hatten, das entspricht nicht unserem Lebensmodell. Also dass wir nicht als Kleinfamilie die ganze Zeit so klein und nur zu dritt leben wollen und eigentlich ein Netz brauchen von Menschen, wo wir uns gut aufgehoben fühlen und bei dem man sich gegenseitig helfen kann. Dasha ist zusammen mit ihrem Mann Lukas und ihrem Sohn Michael in die Rhön gezogen. Die beiden haben mit einem Teil der Gruppe eine Genossenschaft gegründet, um die Häuser im Dorf zu kaufen. Mit dabei auch die Lehrerin Sarah. Sie hat hier für die Gruppe eine Hobbytöpferwerkstatt aufgebaut. Sarah ist jetzt Kunst- und Englischlehrerin in einem Gymnasium in der Nähe und hat vorher in Oldenburg gelebt. Auch sie war auf der Suche nach einem Leben in Gemeinschaft. Wir hatten schon eine gemeinsame Gruppe, in der wir uns sozusagen ausgetauscht haben und dann hat einer von uns so ein bisschen scherzhaft mit so einem Zwinkern irgendwie gesagt, oder wir kaufen gleich ein ganzes Dorf und hier diese Immobilie gepostet und dann waren alle so ein bisschen, ja, warum eigentlich nicht? Ein Jahr hat es gedauert, bis es mit der Versetzung geklappt hat, von Oldenburg nach Hessen. Jetzt hat Sarah hier im Dorf eine Wohnung bezogen. An das Gemeinschaftsleben muss sie sich erst mal gewöhnen. Irgendwie in so einem sozialen Beruf wie meinem zu sein und dann zu Hause irgendwie auch wieder mit so vielen Menschen zusammen zu sein, das ist schon manchmal herausfordernd. Genau, die Zeit, die ich für mich allein habe, die ist auf jeden Fall deutlich geschrumpft, seitdem ich hier bin. Als Sarah, Dasha und die anderen hierher kamen, war das Dorf, das mal eine traditionsreiche Bildungsstätte war, schon eine Zeit lang unbewohnt. 5 Hektar Grundstück, 12 Gebäude mit 85 Zimmern, 4000 Quadratmeter Wohnraum und viel Renovierungsbedarf. Deshalb werden immer wieder Freunde und Helfer gebraucht, die im Zukunftsdorf mit anpacken. Was wird das jetzt hier? Ein Schlafzimmer. Aha.
Für wen? Den Mann, der da an der Wand steht. Für mich und meine Familie. Wir ziehen hier ein Ende August. Ja, wir sind auch nicht alle ausgebildete Handwerker, sondern wir sind viele einfach eingelernt. Und ich zum Beispiel bin Apotheker und mache jetzt gerade 6 Monate einfach hier unterstützend auf dem Bau, damit wir hier auch einziehen können und versuche es fertig zu bekommen mit viel Unterstützung auch. Dieser Raum wird gerade eingerichtet. Er soll Kulturtreff und Bibliothek für die Gemeinschaft werden. Jonas kümmert sich darum. Die Wohnung für seine Familie ist fertig und sie sind schon eingezogen. Das Tolle hier im Dorf ist ja, dass das vor 100 Jahren schon mal Menschen gegründet haben und aufgebaut haben, weil sie in der Natur zusammenleben wollten. Also es ist man könnte sagen, im weitesten Sinne schon genossenschaftlich begonnenes Projekt. 1921 haben junge Frauen mit Ideen aus der Lebensreformbewegung die Bildungsstätte Schwarzerden aufgebaut und Sozialgymnastinnen ausgebildet. Die haben ja vielleicht ein ähnliches Schicksal wie wir. Die waren erst so ein bisschen die Fremdlinge aus den Städten, die dann aber von den Bauern über die Jahrzehnte irgendwann respektiert wurden, weil sie gezeigt haben, sie haben einen Garten angelegt, die haben eine große Küche gehabt, sie haben Bildungsveranstaltungen gemacht, wo auch alle eingeladen waren. Und mit der Zeit wuchs hier der Respekt von der Landbevölkerung. Wow, diese Frauen haben wirklich Power. An diese Ideen will die Gemeinschaft anknüpfen. Hier sollen demnächst auch Kulturveranstaltungen laufen. Und Jonas hofft, dass so Kontakte entstehen zu ihren neuen Nachbarn in den Dörfern ringsum. Dafür organisieren sie ein großes Sommerevent. Team Rot! Mit einem Rhön-Triathlon. Von Sonnerden zum Guckeisee und zurück. Ich bin jetzt gerade gelaufen und dann stand ich plötzlich mitten im Wald und dann bin ich zigzag gelaufen, dann bin ich zurückgelaufen und ich bin geschwommen und Rad gefahren und es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben absichtlich gesagt, es geht nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern vor allem den Spaßfaktor mit reinnehmen. Okay. Ja. Und das wollt ihr jetzt vielleicht etablieren hier in der Rhön? Genau, also ich würde sagen, die Sparkassen und die Raiffeisenbanken können sich bereit machen, ein paar Sponsorengelder locker machen. Die Veranstaltung ist für die Sonnerdener ein Testlauf. Wenn es gut klappt, wollen sie nächstes Jahr noch größer planen. Für die Abendveranstaltung gibt es noch einiges zu tun. Da wird es Musik geben und auch Theater. Die große Lampe muss noch hoch in den Baum, als Bühnenbeleuchtung. Licht und Elektrik steht. Hier haben wir jetzt montiert. Wir wollen noch den großen Baum machen. Ja. Und dann 18 Uhr Start. Und wir müssen uns jetzt überlegen. Jonas und seine Frau Hanna kümmern sich ums Bühnenprogramm. Die neuen Landbewohner haben auch viele Freunde eingeladen. Und deinen Kopf an meiner Wange und deine Hand wie aus Versehen. 2 Wochen lang Festivalstimmung bei den Daseinswochen. So etwas wie Tage der offenen Tür in Sonnerden. Auch Besucher aus der Umgebung sind gekommen. Habe mal mich hier gemeldet und mich angemeldet für 3 Tage in dem Fall. Und dann hatte ich mir einen Bereich ausgesucht, in dem ich mitarbeiten konnte. Und das war halt in diesem Fall diese Theke vorne. Da sieht man, dass ein professioneller Schreiner am Werk war. Ist auch komplett recycelt. Das heißt, es ist kein neues Material benutzt worden. Und das ist halt auch wichtig, finde ich. Und ich denke, das Ergebnis ist okay. Und wenn dann alle schlafen gehen. Gemeinsam arbeiten und gemeinsam feiern. Das ist den BewohnerInnen im Zukunftsdorf wichtig. Das hat mir eigentlich schon sehr Spaß gemacht. Und wie gesagt, das Offene der Leute, ne? Das ist ja das eigentlich, was diese Gemeinschaft ausmacht. Und die Vielseitigkeit. Jonas ist Unternehmer, steht aber auch gern mal auf der Bühne. Eine Form von Öffentlichkeitsarbeit. Es ist nicht so abstrakt, wie wir kriegen viele Mails, wir kriegen viele Anrufe. Und dann sind so Leute, ja, ich will unbedingt Gemeinschaft, ich suche genau sowas wie ihr. Und wir sind dann immer schon so ein bisschen viel Projektion. Es ist auch echt nicht nur entspannend, sondern sehr anstrengend hier mit vielen Leuten im Sozialen. Und dann sind die Wochen genau das Richtige. Du kannst Leute desillusionieren, du erzählst ganz ehrlich, wie es wirklich ist.
Du kannst sie aber auch kennenlernen und mit ihnen Spaß haben. Ne? Jetzt muss ich auf die Bühne. Genau, jetzt geht's los. Also. So, mein Name ist Jonas. Mein Name ist Hanna. Und wir sind seit über 10 Jahren verheiratet. 3, ja. Ja, richtig. Ja. Und 13 zusammen. Wir gucken mal, ob das klappt heute Abend. Ob es klappt mit der Gemeinschaft, das probiert Felicitas seit einiger Zeit aus. Heute Abend ist sie die Barfrau. Magst du Ananasstücke obendrauf? Ja. Schon, ne? Okay. Und wie hast du von der Gemeinschaft gehört? Über Bekannte und meinen Bruder. Da habe ich das so ein bisschen mitgekriegt, so die Abwicklung mit dem Kauf oder der Idee quasi. Und war da quasi schon interessiert, so wow, die kaufen sich jetzt einfach ein Gelände, quasi ein halbes oder ein kleines Dorf. Was wird da draus? Und plötzlich ging es los und die hatten einfach hier das Gelände und sind dann zu Corona-Zeiten schnell hin. Und da war ich dann auch zu Besuch. Ich war damals am Studieren und mir ist so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen durch Online-Unterricht. Und dann bin ich hier hin und habe ein bisschen Online-Uni gemacht und die Gemeinschaft kennengelernt und Natur genossen im Ausgleich zum Computer. Und sie ist erst mal hier geblieben. Guck mal, aus diesem Sperrmüllhaufen wurde die Bar gebaut. Reste, die die früheren Besitzer hinterlassen haben. Da sein, da lang. Hat sogar gepasst mit dem Pfeil. Hinter der Holzfassade die neueste gemeinsame Anschaffung von Sonnerden. Ein Pool. Achtung! Willkommen in unserem... Man sieht dich gar nicht. Man sieht dich gar nicht. Okay, ich kann dir das verkaufen. Der Sandstrand ist in einer spontanen Gemeinschaftsaktion im ersten Teil der Daseinswochen entstanden. Und es war richtig schön, irgendwie dann alle waren am Wuseln und haben verteilt und ja, direkt eingeweiht mit ins Wasser springen. Jetzt überlegt Felicitas gerade, Teil der Gemeinschaft zu werden und mit Geld in die Genossenschaft einzusteigen. Sarah, die Lehrerin, war von Anfang an mit dabei, hat in den vergangenen Monaten viel organisiert und gearbeitet. 277 auf der Autobahn, das Rich Kid. Mir tut es total gut, endlich mal am Ort zu sein mit vielen Leuten in so einer Festivalstimmung. Genau, also sonst ist häufig im Alltag und die Leute haben so ihre eigenen Arbeiten zu tun oder arbeiten in der Schule oder sowas. Und jetzt ist irgendwie so, ja, wirklich zusammen zu feiern, das tut mir richtig gut. Chill mit meiner Freundin im WC. Kein Ticket, scheißegal, ich schau, was geht. Kontrolleur wird schon nicht vor der Türe stehen. Gefeiert wird auch Daschas Geburtstag. Liebe Dascha, das erste Geschenk ist tatsächlich ein Rezept, das dir die Sonnerden-WG ausstellen wird. Und zwar zum Wohlfühlen und Entspannen am Freitag in einer Osteopathie-Sitzung. Damit du vor dem Urlaub noch ein bisschen entspannen kannst. Also Leute, das ist cool. Wenn man 35 wird, kriegt man Osteopathie. Gerade mal 20 Minuten braucht Dascha, um aus dem abgelegenen Sonnerden zum ICE-Bahnhof nach Fulda zu kommen. Auch deshalb hat sie sich für den Berg in der Rhön entschieden. Ich kann wirklich innerhalb von kürzester Zeit mit dem Zug von Fulda quasi jede Ecke in Deutschland erreichen und dann am gleichen Tag dann auch zurück sein. Das heißt, das ist eigentlich viel, viel besser geworden und ich bin viel mobiler geworden, trotz des Berges, ja. Heute hat sie berufliche Termine in Berlin. Das sind ganz andere Vibes, ganz andere Stimmung und es ist immer wieder schön für mich, so einzutauchen in sowas. Ich genieße total die Zeit. Aber ich merke, 2-3 Tage reichen mir tatsächlich in Berlin und dann ist wieder gut. Und dann brauche ich wieder meine
Zeit in der Familie, in der Natur, in der ich dann Sachen vertiefen kann und an denen ich weiterarbeiten kann. Dasha trifft sich mit ihren Kollegen von Purpose Ventures, um einen wichtigen Termin im Wirtschaftsministerium vorzubereiten. Dafür haben sie in einem Coworking Space einen Raum angemietet. Wenn man bestimmte Dinge einfach viel besser im lebendigen Kontakt bewegen kann, wenn es um kreatives Arbeiten, um Gestaltung von neuen Ideen geht, dann ist es was ganz anderes qualitativ, mit Menschen in einem Raum zu sitzen und zu arbeiten. Das Team von Purpose Ventures stellt wertebasierten Unternehmen passendes Kapital zur Verfügung. Zum Beispiel für ein Start-up, das Plastik aus den Ozeanen wiederverwertet, oder für nachhaltige Mobilfunkanbieter. Dasha ist Investmentpartnerin bei Purpose und kümmert sich um geeignete Finanzierungen und Förderprogramme für solche Firmen. Es passiert ja ganz oft, dass Mittelstandsunternehmen aufgekauft werden von irgendwelchen Fonds oder anderen Unternehmen, die im Ausland sitzen und aus der Ferne reinregieren und alles bestimmen. Sagen, diese Unternehmerschaft sehr entfernt vom Unternehmen selbst dann passiert. Und wir sagen, das sind Sachen, die wirklich nah sein müssen. Sagen, Unternehmer sind diejenigen, die das Steuerrad halten und sind nah dran. Verantwortungseigentum. So nennt sich die Unternehmensform, für die Dasha sich stark macht. Mit Unternehmen soll nicht spekuliert werden. Gewinne fließen nicht ab, sondern immer wieder in die Firma. Zum einen beraten wir und begleiten Unternehmen auf dem Weg zu Verantwortungseigentum, weil da ganz viele Fragen entstehen. Da helfen wir mit. Zum anderen stellen wir Kapital zur Verfügung. Also wir unterstützen finanziell Unternehmen, die diese Form des Eigentums gewählt haben. Solche wertebasierten Unternehmen brauchen Investoren, bei denen nicht der Profit im Vordergrund steht, sondern die Unterstützung der Firmenidee. Das Thema steht auch auf der Agenda der aktuellen Regierung. Wir zeigen, was die Bedürfnisse von solchen Startups sind, was für Bedarfe sie haben und wo sie Schwierigkeiten erleben. Und dann gemeinsam mit den entsprechenden Referaten im Ministerium schauen einfach, was kann in bestehenden Programmen geändert werden, wo braucht es Anpassungen, damit solche Unternehmen dann auch davon profitieren können. Dasha und ihre Mitstreiter hoffen, hier etwas bewegen zu können. Also auch dann über die Schulter fahren. Auch Sarah war gerade in Berlin, wo sie eine Ausbildung in Body-Mind-Centering macht, einer Entspannungstechnik. Und gehen dann über die Seiten. Zurück in Sonnerden wendet sie das Neugelernte gleich an. Ich glaube, Entspannung kommt bei allen gut an. Ja, ich merke einfach, dass es, ich glaube, das ist auch was mich ausmacht. Ich liebe das einfach, neue Sachen zu lernen und die dann anderen Leuten zu zeigen und auch zu zeigen, wenn ich noch gar nicht genau weiß, also oder noch nicht sagen würde, ich kann das schon, sondern eher, da bin ich gerade. Sarah ist in der Gemeinschaft auch für die Workies zuständig, die jungen Leute, die auf den Baustellen helfen. Die wohnen in Sonnerden zusammen in einer WG. Super, ja? Schön. Ja, ich dachte, ich komme mal vorbei und höre mal, wie es so läuft, wie es euch so geht, ob ihr was braucht. Do you need anything or are you good? Die Workies kommen aus ganz Europa und bleiben in der Regel für ein paar Wochen. Es gibt immer noch sehr viel zu renovieren in den alten Gebäuden. Im Eingangsbereich des Haupthauses wird in diesen Bauwochen ein Lehmputz aufgetragen. Es wollten so viele Menschen immer wieder mal gucken kommen und es ist für uns viel angenehmer, wenn wir es ein bisschen bündeln in so Bauwochenzeiten sozusagen und dann viele Menschen von außerhalb hier haben. I did have one thing to ask you. Yeah. Can I stay like a few days longer? I'm very sure you can. Yeah. Nice. Yeah, we just have to check the calendar. Yeah. And you should talk to Klaus. Yeah. Klaus said it was fine. Okay, perfect. Klaus ist der Bauleiter und der besucht gerade mit Daschas Mann Lukas eine Familie, die frisch eingezogen ist. Dürfen wir mal gucken kommen wollen? Klar, kommt rein. Reinspaziert. Hallo Frieda. Die Wohnung für Johannes, den Apotheker, und seine Familie ist endlich fertig geworden. Fast. Türen, die fehlen leider noch, ne? Fehlen noch. Ja, das ist gerade mit den Lieferungen, ne? Das Problem. Ja. Dürfen wir mal in euer Esszimmer rein? Ja. Christina und Johannes haben die Wohnung von der Genossenschaft Sonnerden gemietet. Es ist einfach schön, hier zu leben. Ich habe ja auch 6 Monate mitgeholfen auf dem Bau und habe dann zu verschiedenen Ecken auch so meine persönliche Beziehung aufgebaut. Lukas kommt hier quasi als Bauherr vorbei.
Im Vorstand der Genossenschaft ist er für die Vermietungen zuständig. Beim Umbau läuft viel über die direkte Absprache mit den Familien. Ich glaube, hier an diesem Bogen sehen wir ziemlich gut, wie das funktioniert, weil wir bauen das ja nicht hierarchisch top-down, irgendwie Baugesellschaft, sonst was, sondern überlegen uns, was können wir, dann geht's zu Klaus und dann ist die Baustelle im Gang und dann ruft Christina abends an, Lukas, ich will eine breitere Tür, ich will Licht haben, ich habe eine Inspiration, das muss hier rein. Und ich so, ja, mir ist es eigentlich ziemlich egal. Und dann setzt sie sich durch und jetzt sagen alle, natürlich muss hier ein Gang rein, der so breit ist und der keine Tür hat im klassischen Sinne. Lukas hat sein eigenes Firmenbüro im Nachbargebäude. Als Mitbegründer von Sonnerden ist er auch für die Finanzen verantwortlich. Das ist, glaube ich, auch ein Motiv, was hier viele eint, dass wir doch versuchen, gerade beim Thema Geld sehr präzise miteinander umzugehen und zu sagen, ja, jeder hat sein Einkommen und hier ist es die Genossenschaft, die auch als Rechtskörper und mit Rechnungen und was wurde wie bezahlt. Und hier sind wir einfach eine Gruppe von Menschen, die zusammen an einem Platz leben, wo wir einfach sagen, okay, wie machen wir das mit einer Gartenkasse? Bei solchen Fragen ist von Anfang an sein eigenes Start-up zum Einsatz gekommen. Elinor, eine Plattform, über die Gruppen gemeinsames Geld sammeln und verwalten können. In wenigen Schritten online ein Gruppenkonto eröffnen, das an kein privates Konto gebunden ist. Bei uns geht es ja auch bei Elinor darum, wie gehe ich mit Geld um, was nicht nur mir gehört, sondern was beispielsweise der Klassenkasse oder der Mannschaftskasse gehört. Also ihr nutzt das Projekt Elinor eigentlich auch für eure Genau. Mannschaftskasse? Es gibt tatsächlich beispielsweise für unseren kleinen Pool, den wir da oben haben, gibt es eine kleine Poolkasse, weil dafür mussten wir irgendwie das Salz besorgen und ein paar Anschaffungen machen und. Und da haben ganz viele zusammengetragen. Und wenn dann mal wieder jemand unterwegs war und was für den Pool angeschafft hat, hat er sich das einfach aus der Kasse zurückerstatten lassen. Ja, er hat es da reingeschrieben. Auch Lukas sitzt nicht nur am Schreibtisch. Berufliche Gespräche führt er genauso gern in der Natur wie seine Frau Dasha. Ich bin ja mit meiner Frau seit Anfang an mit dabei. Wir haben das mitgegründet, mit vielen anderen zusammen. Und ein Motiv, wo wir gemerkt haben, dass das uns doch sehr stark rumtreibt, ist, dass wir eine junge Familie sind und merken, wirklich was aufzubauen, für uns Substanz zu bilden, wo wir unsere Eltern, unsere Familie in Deutschland verstreut haben oder in Russland. Was sind eigentlich die neuen Strukturen, die eine Familie braucht, wenn das Kind mal krank ist, wenn ich unterwegs bin oder meine Frau auch ja unterwegs ist, dass nicht sofort alles ins Wanken gerät. Und da hat bis jetzt immer die Familie getragen, historisch. Und was ist aber eigentlich die Form, die wir brauchen? Ein gemeinschaftlicher Gemüsegarten gehört dazu. Dasha und Jonas machen Kompost wissenschaftlich. Was ich vor allem spannend fand, letztens das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff. Ja. Und da dachte ich, wenn wir nur das hier lassen, das ist eigentlich nicht ausreichend, weil es zu wenig Kohlenstoff hat. Genau, aber deswegen lass uns dünne Schichten machen, weil das ist ja so verstehe ich es, Kohlenstoff. Ja, aber ist auch, ist mehr, viel mehr drin. Ist mehr Kohlenstoff, Genau. ne? Da müssen wir Johannes, unseren Apotheker, eigentlich mal befragen. Ne? Ja, aber das stört mich jedes Mal, ich muss sieben. Die Essensreste aus der Gemeinschaftsküche landen hier im Komposthaufen. Das Schaufeln ist für beide wie eine Art Workout, um den Kopf freizukriegen. Jetzt noch im Herbst. Eigentlich sind Kompostgräber ja Geschichtsforscher. Ne, Dasha? Geschichtsforscher? Ja. Wie meinst du Die das? Sedimente unserer Küche. Hier gab es irgendwann mal was man gegessen Kartoffeln wurde. oder so, ne? Genau. Da können wir sozusagen Essensgeschichte von Sonnerden studieren. Aber manche Leute werfen einfach immer hier Äste drauf, als denken sie, das würde verrotten, ne? Ja, aber es gibt immer wieder Leute, die kein Gefühl für Kompost haben. Ich brauche das Ergebnis davon. Das ist so, ich bin angewiesen, dass Kompost entsteht, weil die Erde hier einfach schlecht ist. Und es braucht einfach viele Jahre Arbeit und Liebe für diese Prozesse, damit hier was entsteht und ich diese Erde dann für meinen Garten benutzen kann. Und Jonas hat vor allem Liebe für den Prozess, ne? Für das, was ist das denn als Substanz, die da entsteht. Wenn du Kompost machst, dann hast du das Gefühl, du
gräbst dich in die lebendige Geschichte ein. Du gehst durch die Sedimente und du triffst auf die Vergangenheit und wie sie sich verwandelt. Und das finde ich so, ich habe oft mit Menschen zusammen am Kompost gearbeitet und man hat sehr gute Gespräche, während man den Kompost umgräbt. Genau, es ist wie am eigenen Unterbewusstsein buddeln. Und dabei auf gute Ideen kommen. Zusammen mit dem zweiten Jonas in der Gruppe plant er nachhaltige Zukunftsprojekte und Kulturevents für die nächsten Monate. Also ein Projekt, was ja eigentlich super geklappt hat, war dieser Triathlon. Auf jeden Fall, ja. Und den sollten wir eigentlich für nächsten Sommer einfach setzen. Also ich glaube, da haben alle wieder Lust. Ideen für die Weiterentwicklung des Zukunftsdorfs auf dem Berg gibt es viele. Also wir sehen uns so ein bisschen als einen Laborort, wo solche neuen Dinge in allen Bereichen, keine Ahnung, es könnte auch eine neue Schafherde hier getestet werden, die, keine Ahnung, in irgendwelchen Lehmställen lebt. Wie gut ist das für die Schafwolle? Ich spinne jetzt mal rum, aber in allen Gebieten sozusagen kleine Experimente hier machen. Und diese kleinen Experimente sind erstmal immer ein bisschen teuer, weil die brauchen mehr Betreuung. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir Partner gewinnen. Spannend finde ich immer, wenn wir den Stiftungen und den Förderern eigentlich auch nicht nur verkaufen, hier ist heile Welt, sondern wenn die auch merken, ja, wir leben in Spannungen. Ja, also so klar. dieses, hey Leute, wir haben hier Start-ups und wir haben hier Familien, die wollen so ein bisschen Bullabü. Ja, das ist auch nicht immer einfach. Genau. Und wo landen wir letztendlich? Oder Genau. wo wollen wir gehen? Ne? Also die einen wollen dann, keine Ahnung, dass hier kein Baum angefasst wird und die anderen sagen, lass mal einen Baum fällen, damit dann ein großer Tanzplatz entsteht. Bei 35 Bewohnern kein Wunder. Jonas ist beim Fundraising eingestiegen. Er hat vorher als Einzelhandelskaufmann gearbeitet, wollte dann aber was Kreativeres machen. Ich bin jetzt selbst ein halbes Jahr hier, aber habe schon ganz, ganz viel gelernt, sei es im Unternehmertum, aber auch im Zwischenmenschlichen. Und das ist letztendlich das, was mich reizt. Ich merke, es ist noch ein bisschen früh, mir zu sagen, ich steige hier auch mit Geld ein. Felicitas ist mit ihren Überlegungen da schon weiter. Sie will in die Genossenschaft einsteigen. Gemeinschaftsarbeit gehört dazu. Was ansteht und wann, beschließen sie in ihrem Initiativkreis. Aktuell geht es um Feuerholz für den Winter. Müssen wir noch Regenjacken besorgen? Na, alte Regenjacken, die gehen nämlich kaputt beim Holzspalten. Ja, aber ich meine, es ist doch so, es ist schwer zu planen, wenn wir nicht wissen, wie viele Leute kommen, oder? Also Das heißt, wir müssen auch von den anderen, also nicht nur wir, sondern auch die anderen. Also die Frage, was wir schaffen können, davon abhängt, wer kommt. Aber ist das nicht sogar der erste Moment, wo Ehrenamt eingefordert wird von allen, die da sind? Naja, aber weil die nicht da sind, weil müssen wir da. Ehrenamt abgemacht haben, heißt ja nicht, dass man an dem Tag kann. 10 Uhr ist gut. Mal sehen, wie viele am Samstag kommen. Also ich mache das gerne, ich mache das lieber, als den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Ja. Aber es klappt nicht alles so wie geplant. Leider ist die Batterie von der elektrischen Säge leer. Jetzt versuchen wir es auf die alte Art. Die Elektrik macht häufig Probleme. Auch das E-Ladesäulenkonzept ist noch nicht ganz ausgereift. Johannes und Sarah wollen daran was ändern. Wir sind die E-Autofahrerinnen. Genau, wir sind die Elektroauto-Fraktion. Wir sind die Gang, die E-Gang. Genau. Wir haben Und der Rest Diesel, Benziner. wird sich noch umstellen müssen irgendwann wahrscheinlich. Ich hab's gerade ausprobiert. Ihre Ladestation? Eine Laterne. Da schließen sie ein Hausstromkabel an. Die elektrische Infrastruktur hier ist relativ alt und relativ, nicht marode, aber nicht für solche Leistungen ausgelegt. Und ja, aber in Zukunft werden wir hier irgendwie mal 2 Ladesäulen stehen haben. Hoffentlich nächstes Jahr schon. Dasha will heute für die Feuerholzgruppe das Essen machen. Ihre eigene Küche ist zu klein, um für so viele Leute zu kochen. Dafür ist die Gemeinschaftsküche super. Normalerweise kocht am Wochenende jede Familie für sich. Langsam bin ich in einer Übung, dass ich schon weiß, welche Menge es braucht und welche Varianten von Essen es braucht und wer was mag. Sagt man so, Übung macht Meister oder sowas? Hallo Dasha. Guten Morgen. Hi. Schön, dass du kommst. Lucia will noch mithelfen. Soll ich mal gucken? Ja, guck doch. Ich weiß nicht, ob dieses... Lucia ist gerade erst eingezogen. Ein Jahr auf Probe. Das ist besser. Das ist besser.
Lucia, du hattest recht, das ist viel besser. Das ist viel besser. Ich habe es ausprobiert. Ich habe mich gequält mit diesem anderen Messer. Das Holz ist vor allem für die Gemeinschaftsräume geplant. Da wollen sie fürs Heizen im Winter noch den richtigen Energiemix finden. Und dann kann man kleine dazwischen machen und dann hat man immer 4 Punkte, die stabil sind. Es ist nicht verpflichtend, also das haben wir bis jetzt überhaupt gar nicht etabliert, dass es solche Pflichtstunden gibt oder sowas. Sondern wir haben Lust, zusammen Holz zu machen, wir haben Lust, zusammen unsere Heizrechnung zu verkleinern. Dann bringt Spaß. Vor allem, wenn viele mithelfen, dann sieht man so schön, wie schnell es vorangeht und wie schnell man wirklich Sachen schafft. Heute haben wir Kürbissuppe. Genau, einmal hier die Kindervariante. Für euch. Juhu! Ja, und für Erwachsene hier. Nächstes Jahr soll es noch mehr geben aus eigenem Anbau als Kürbisse. Dafür fahren Dascha und Jonas zu einem, der Erfahrung hat im Bereich Bio-Lebensmittel. Über ein paar Hügel in ein Nachbardorf nach Dippertz, zum Lindengut. Bei Wolfgang Gutberlet, Pionier der Bioszene in Hessen, lassen sie sich beraten. Wenn wir 4, 5 Schafe hätten, wären wir echt nicht viel Platz. Ne? Ja. Die als Rasenmäher für die Wolle mit den Kindern, es ist dann eher Liebhaberei. Du machst dann ein bisschen Wolle, du kommst ein Scherer und wir verarbeiten die Wolle, färben die mit den Kindern oder sowas. Ne? Und ab und an hast du mal Fleisch. Die Verarbeitung könnte der Metzger vom Lindengut dann für die Gemeinschaft übernehmen. Ja, die Sonderedner haben ja ein bisschen das Problem, dass sie für die Landwirtschaft keine Fläche haben. Erstens. Zweitens ist Sondereden bei 650 Meter Höhe. Das ist schon eine Höhe, wo man vieles landwirtschaftlich gar nicht mehr machen kann. Kohlanbau wäre aber möglich. Dascha hat selbst schon versucht, Sauerkraut zu machen und lässt sich nochmal vom Fachmann beraten. Und auch in anderen Bereichen wollen sie zusammenarbeiten. Es gibt ja Sachen, die wir machen, die nicht machen und umgekehrt, die machen, wir nicht machen. Im Bildungsbereich zum Beispiel machen wir relativ viel. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir kooperieren. Auch mal Veranstaltungen, die wir zusammen machen. Ein Angebot, über das sich Dascha und Jonas freuen. Dass die richtig Arbeiten und Leben an einem Ort heißt auch mehr Zeit für die Familie. So, bevor es losgeht, ihr wisst es noch. Einmal Hände zusammen. Also, wie kämpfen wir? Gerecht, fair und mit Respekt. Ja? Okay. Dass er jetzt einfach mal zwischendurch was mit seinen Kindern machen kann, ist Jonas wichtig. Den Boxsack aufgehängt und eine Runde trainiert. Im selben Gebäude, nur einen Stock tiefer, ist sein Büro. Also so von 14 bis 19 war ich sehr wild unterwegs und Party und auch mit der Polizei ein bisschen Probleme. Genau, das hat in meinem Leben, hat sich das sehr geändert danach. Jonas ist danach durch die Welt gezogen und hat sich in verschiedenen sozialen Projekten engagiert, bevor er hier in die Rhön kam. Friedensdienst in Tansania, ein Bauernhof in der Schweiz für Jugendliche in Krisen oder ein Projekt in Neuseeland. Also wir haben sozusagen einen großen Obstgarten gehabt und mehrere Häuser aus dieser Friedlich-100-Wasser-Bewegung, also so mit Grasdächern, so ein bisschen, ja, Herr der Ringe kann man sich das vorstellen, ne, in Neuseeland. Da haben wir ein Dorf gegründet, um Drogenabhängigen zu helfen, sozusagen wieder auf den Boden zu kommen. Da habe ich schon mal 3 sehr prägsame Jahre verbracht in meiner Jugendzeit. Und habe dieses Ideal von, wow, was eine Power entsteht, wenn ein paar Leute gemeinsam was wollen. Das habe ich damals das erste Mal gespürt. Zuletzt hat er mit seiner Familie in Leipzig gewohnt, auch das Leben in der Großstadt kennengelernt. Seine Erfahrungen und viele Ideen bringt er jetzt mit ein in das Sonnerden-Projekt. Auch er arbeitet hier vom Berg aus digital und gut vernetzt. Mit meinem Kollegen, der in Augsburg lebt, haben wir eine Agentur zusammen gegründet, die dreht sich um Nachfolgeregelungen, Personalvermittlung für sinnstiftende Unternehmen. Und so habe ich sozusagen einfach auch viele Mails, viele Anfragen, viele Kennenlerngespräche von Menschen, die neue, sinnvolle Arbeit suchen. Genau, da machen wir dann sozusagen ein Vorab-Kennenlernen, wie sind die Menschen, wie ticken die?
Wie sind die sozusagen fachlich drauf? Das ist klar. Leute, die wir vermitteln, müssen irgendwie fachlich was können. Meinetwegen, wenn ein Finanzer für die GLS-Bank gesucht wird, dann muss der auch zahlen können. Und wir prüfen dann aber sogar vor allem, passt der menschlich? Passt er zu den ökologischen, nachhaltigen Werten dieser Unternehmen? Das ist unser Schwerpunkt. Ökologische, nachhaltige Werte. Das stellen nicht nur Jonas, sondern alle hier in Sonnerden in den Mittelpunkt. Für ihre eigenen Start-up-Unternehmen genauso wie für ihr Familienleben. Du hast Kinderschutz. Es gab einen Freundeskreis, der war deutschlandweit verstreut, von der Schweiz bis Hamburg, Berlin. Einige davon Waldorfschüler, das war so ein bisschen ein Mindset, was manche teilten, ich persönlich nicht, aber eben dieses nachhaltige Wirtschaften, Sinnsuche, wie können wir die Gesellschaft 2.0, wie können wir sozusagen erneuernde Impulse in die Gesellschaft bringen. Und aus diesem Freundeskreis ist eigentlich die Idee entstanden, können wir neue Formen des Lebens, Arbeitens ausprobieren, können wir das verbinden. Ein wichtiger Impuls für die Gründer war, mit ihren Kindern wieder näher an der Natur zu leben. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Was geht? Nach vorne gucken! Wen holen wir ein? In der neu eingerichteten Bibliothek hat Jonas Vater Jean-Marie gerade Vorlesestunde. Ein Opa für alle und nicht nur für die eigenen Enkel. Das Mädchen müsste nun ungetauft vielleicht sterben. Und im Ärger rief er, ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben würden. Wir sind jetzt noch am Aufbau von den Wohnungen, aber das wird als nächstes kommen, dass wir hier Tiere haben, dass Kinder mit Tieren aufwachsen, dass wir auch Schritt für Schritt uns selbst versorgen werden. Und da sind viele Leute dazu notwendig. Und ich bin dann schon hoffnungsvoll, dass das im Lauf der Zeit sich ergibt. Schwarze Raben. Okay, schläge ich ein. Das ist unsere Tafel, die sozusagen anzeigt, was geht gerade in Sonnerden. Ja, so kommt es gut, glaube ich. Da steht ein bisschen, diese Woche Mittwoch gibt es irgendwie einen Kochkurs oder Yoga montags um 9. Also so die hatten wir schon hier hängen und jetzt ist der Lehmputz neu und wir hängen sie wieder auf. Das Foyer war monatelang Baustelle. Weil hier Treffpunkt und Empfang gleichzeitig ist, soll es jetzt besonders schön werden. Ja, ist ein bisschen runter, glaube ich. Ne? Marvin, wie mittig? Guck mal von da. Zum Licht. Zum Licht. So ein Stückchen rüber. Ja. Bist du überhaupt einverstanden mit der Tafel? Ja. Das Foyer ist schick. Sonnerden hat zu einer Abendveranstaltung geladen. Buch und Espresso. Alle hoffen, dass viele Leute aus der Umgebung kommen. Da ist die Idee dahinter, dass wir die Bibliothek beleben, ne, dass hier sozusagen ein Kulturort entsteht, wo auf dem Land man das Gefühl hat für einen Abend, okay, das könnte jetzt auch irgendwo im urbanen Kontext sein. Und ich sitze bis 12 Uhr nachts und diskutiere und philosophiere über gesellschaftliche Themen, über Sinnfragen, über Kunst und Ästhetik. Auch Wolfgang Gutberlet ist gekommen. Was sehr schön war, es waren mindestens 20 so aus der Umgebung, die wir gar nicht kannten, die das wirklich jetzt irgendwo gehört haben. Also man merkt so langsam, die Region wacht auf mit uns, wird warm mit uns, traut sich her. Okay, dann atmen wir einmal über die Seite. Tief ein. Und Sarah ist wieder einmal dabei, jemandem etwas beizubringen aus ihrem großen Entspannungsprogramm. Aerial Yoga. Sie arbeitet mit Kia, Jonas Tochter. Sarah wünscht sich, solche Yogakurse irgendwann auch für Kinder in der Region anzubieten. Die Aerial-Yoga-Lehrerin-Ausbildung, die habe ich vor 3-4 Jahren gemacht und bin sehr froh, dass ich mit Kia jemanden gefunden habe, die Lust hat, es auch auszuprobieren und zu machen. Und jetzt treffen wir uns regelmäßig und machen immer mehr. Ja, super. Ja.
Und dann kannst du dich langsam wieder runtersliden lassen. Und aussteigen. Ja, war gut. Also die letzte eine. Ein paar Tage später ist Sarah mit Lukas unterwegs in ihrer Schule in Hünfeld. Lukas will hier bei Schulleiter Markus Bente das Gruppenkonto für Klassenkassen seiner Firma Elinor vorstellen. Auch dieses wirkliche praktische Umgehen mit Geld ist ja nochmal was anderes als im Mathematikunterricht Zahlen hin und her zu schieben. Also Lehrerinnen wie Sarah können bei einer Klassenfahrt dann transparent und leicht die Gelder der Klasse verwalten. Die beiden fahren zufrieden zurück. Sarahs Schulleiter hat Interesse, das System an seiner Schule zu etablieren. Der Schnee ist weggetaut, auch auf dem Berg. Sarah möchte, dass es vor ihrer Haustür im nächsten Jahr schöner aussieht. Mühsam, denn das Gelände ist jahrelang vernachlässigt worden. Sie hat mehrere Terrassen angelegt, die sie bepflanzen will. Das war viel Arbeit, hat aber gut geklappt. Was noch nicht so gut geklappt hat, ist all diese Körpersachen, die ich so gemacht habe in den letzten 2 Jahren, so regelmäßig hier anzubieten. Ich merke einfach, der Alltag ist so voll mit der Schule, aber auch mit den Aufgaben, die ich hier in Sonnenerden habe, wie Anbahnung oder auch in den Sozialkreisen oder sowas. Da ist einfach viel zu tun und ich merke, dass so dieses Wöchentliche oder sowas, irgendwelche Angebote machen, das fällt mir noch schwer. Es sind dann eher ab und zu mal, da wünsche ich mir, dass ich das noch mehr anbieten darf. Was alle immer wieder begeistert, sind die spontanen Gemeinschaftsaktionen. Diese Küchenhexe haben sie irgendwo aufgetrieben. Ein alter Küchenofen, der mit Brennholz befeuert wird. Dascha, Jonas und andere Familien hatten die Idee, daraus eine Outdoor-Küche zu machen. Und um diese Küchenhexe bauen wir jetzt das Haus. Und wir haben uns extra entschlossen vorher, kein Plan, keine Bestimmung, jeder darf einfach mitwerkeln, das darf auch krumm und schief am Ende aussehen, es soll vor allem Spaß machen. Wir planen sehr viel, wir haben große Bauprojekte, wo du Bauanträge einreichen musst, wo du wirklich planen musst. Und hier ist einfach mal werkeln, loslegen, darf alles krumm und schief werden und viel Freude und Kaffee draußen und so. Ne? Improvisierte Baustelle mit Fun-Faktor. Gleiches Brot. Dann hätte ich hier das fertig. Ja, Nummer 2 wieder. Oh. Landleben 2.0. In Sonnerden scheint das zu funktionieren. die Tage gibt es auf jeden Fall, dass man ab und zu mal denkt, ach, jetzt hätte ich doch auch gerne meine Ruhe oder nicht noch die Abendsitzung, wo man noch was besprechen muss. Da wäre das kleine Familienhäuschen doch das bequemere und leichtere gewesen. Aber der Großteil ist doch, dass man sagt, ja, deswegen machen wir das Kinderhaus, die Natur drumherum, aber auch das Miteinander mit den anderen. Das macht es auf jeden Fall zu einem für mich sehr großen Erfolg. Guck mal, vielleicht können wir sogar auf den nochmal drauf und den habe ich nicht vielleicht schon rein. Ja. Fast 3 Jahre leben sie jetzt hier zusammen, im Zukunftsdorf Sonnerden. Können Sie sich vorstellen, in 20 Jahren auch noch hier zu sein? Oh, so lange denke ich noch gar nicht. Manchmal denke ich, ja, ich möchte gerne halt in so einem schönen, gestalteten Ort, in meinem Häuschen leben und alt werden. Und manchmal denke ich, boah, ich hau nach Paris ab oder nach New York und rocke da was. Je nachdem, also keine Ahnung, es gibt so viele Themen, die mich noch rufen gefühlt und da kann ich mich noch nicht festlegen. Das Leben wird zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ich in 20 Jahren immer noch gerne hier leben möchte. Wenn meine Kinder hier mal sonst wo in der Welt sind, studieren oder sonst was, dann können Hanna und ich uns auch gut vorstellen, dass wir noch mal woanders irgendwie in der Stadt ziehen. Aber für Familiengründungszeit ist das der perfekte Raum. Aber ich würde mich kümmern, dass gute Leute hier sind, die das weiterführen. Und die nächsten 10, 15 Jahre, vielleicht werden es auch 20, werde ich schon hier sein. Aber es muss nicht auf forever. Also, vielleicht klopfe ich mit 70 an, nachdem ich noch mal in der Welt unterwegs war. Kann ich hier noch mal zum Altersruhesitz herkommen? Vielleicht machen wir sowas. Ja.